In diesem Video zeigen wir, wie RGBW-LED-Streifen über eine App-Steuerung bedient werden können. Wir nutzen hierfür den LK35 WLAN-Controller von LED-Studien. Dieser lässt sich sowohl per App als auch mit klassischen Funkfernsteuerungen ansprechen. Der Controller ist bereits fertig mit Netzteil und LED-Band verkabelt. RGBW-LED-Streifen haben insgesamt 5 Anschlusskabel: Rot, Grün, Blau, Weiß und das gemeinsame Plus. Schließen Sie alles entsprechend den Beschriftungen an. Den Anschluss von weißen LED-Streifen können Sie entsprechend Teil 4 unserer Videoserie vornehmen. Streifen mit einstellbarer Farbtemperatur können Sie entsprechend Teil 8 unserer Videoserie anschließen. Als App nutzen wir Easy Color, das kostenlos für Android und iOS erhältlich ist. Im Video nutzen wir die Android-Version. Um mit dem Controller zu kommunizieren, muss sich die App zuerst mit dessen eigenem WLAN verbinden. Name und Passwort des Controller-WLANs finden Sie in der Bedienungsanleitung. Sollte bei Ihnen kein solches WLAN angezeigt werden, drücken Sie die Reset-Taste am Controller. Diese setzt dessen WLAN-Einstellungen zurück und das Controller-WLAN sollte in Ihrer Suche erscheinen. Wenn die Verbindung mit dem WLAN hergestellt ist, können wir die App starten. Der Controller kann jetzt bereits gesteuert werden, aber so müssten Sie jedes Mal erst das Controller-WLAN wechseln, um diesen zu bedienen. Praktischer ist es, wenn Sie den Controller dem heimischen WLAN hinzufügen. Hierfür gehen Sie in der App unter Settings auf den oberen linken Menüpunkt Connect to your Home Network. Wählen Sie Ihr heimisches WLAN und geben Sie das entsprechende Passwort ein. Mit Yes wird die Verbindung eingerichtet. Anschließend können Sie in den WLAN-Einstellungen des Smartphones wieder Ihr heimisches WLAN auswählen. In der App können wir dem Controller nun einen Raum zuweisen. Wählen Sie unter Settings Edit Room Information. Drücken Sie nun kurz die Lerntaste am Controller, dann in der App auf den gewünschten Raum und anschließend auf Learning. Die angeschlossenen LEDs blinken und zeigen so, dass der Controller erfolgreich angelernt wurde. Über die App können Sie bis zu 8 Räume oder Lichtzonen unabhängig voneinander anlernen und steuern. Bei Bedarf können die Räume umbenannt und andere Bilder vergeben werden. Verlassen Sie Settings und wechseln zu Room. Wählen Sie dann den Raum, den Sie steuern möchten, und drücken Sie erneut auf Room. In der RGBW-Steuerung sollten Sie zuerst das Weiß dimmen, da der LED-Streifen aktuell noch mit voller Helligkeit leuchtet. Wählen Sie das kleine W und ziehen den Regler herunter. Testen Sie nun die Farbeinstellungen. Mit dem Leuchtensymbol oben rechts kann die Helligkeit reguliert werden. Wenn Sie zusätzlich eine klassische Funksteuerung nutzen möchten, können Sie diese ebenso über die Learn-Taste am Controller anlernen. Diese wieder kurz drücken, dann eine der Zonentasten 1 bis 4 an der Fernbedienung und schließlich das Farbrad. Die LEDs blinken und bestätigen das Anlernen. Funksteuerung und App können nun parallel eingesetzt werden. Wenn Sie einen Fehler beim Anlernen machen, können Sie durch langes Drücken auf die Learn-Taste den Controller zurücksetzen. Drücken Sie dabei aber nicht aus Versehen die Reset-Taste, denn dieses entfernt den Controller wieder aus dem heimischen WLAN. Insgesamt können bis zu 8 verschiedene Fernsteuerungen, Smartphones, Tablets oder andere Endgeräte mit ein und demselben Controller verbunden werden.